Hallo zusammen, ich bin jetzt hier in Südfrankreich am Lac de Saint-Cassienne. Wir sind gestern Abend angekommen und haben uns einen Platz auf dem Campingplatz geholt. Und jetzt sind wir ein bisschen am See entlang gefahren mit dem Auto, ein paar Stellen uns angeguckt. Haben mir jetzt einen Seebereich ausgesucht, den Nordarm, den ich gerne befischen möchte. Und ich habe mir so vorgestellt, dass ich mein Faltboot jetzt hier an den See runtertrage. Es ist ein sehr beschwerlicher Weg und es ist sehr, sehr anstrengend. Aber das machen wir jetzt mal und dann suche ich mir eine Stelle im See und ich möchte dann auch dort einen Futterplatz anlegen und mache das anders als sonst. In den letzten paar Malen, wo ich hier war, habe ich eigentlich immer jeden Tag den Platz gewechselt im Sommer, beim Sommerfischen am Cassienne, und jetzt möchte ich es mal ein bisschen anders machen. Blowing that smoke make me feel high, but you're stunting my growth, telling me to hang my hat on some new promise. I don't wanna live like that, can we be honest? Give it to me straight now, let me feel the burn of the truth. You're feeding me the same lines like I'll never ask for the proof. A little less than crystal clear, I know I'm a mess, forgive my fear, but why you gotta be so insincere? Now you're talking smooth just to keep your control, taking my silver, pretending it's gold. And even though it tastes so good to sugarcoat it, all you do is make me crash and break my focus. Give it to me straight now, let me feel the burn of the truth. You're feeding me. Alter Schalter, da soll mal noch mal jemand sagen, Angeln ist kein Sport. Ich muss jetzt doch das Boot tragen, weil es nicht auf den Barrow drauf ging, keine Chance. War so ein Wunschdenken. Aber es sind 400 Meter und das Ding wiegt 25 Kilo. Schon ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Bei 29 Grad oder 28 Grad oder so. Und ich bin ja eher so ein Nordmann als so ein Franzose. Naja, egal. Weiter geht's. Now let me feel the burn of the truth. You're feeding me the same lines like I'll never ask for the proof. A little less than crystal clear, I know I'm a mess, forgive my fears, oh why you gotta be so insincere?
So, heute ist also der erste Angeltag. Wir sind angekommen Montagabends, sehr spät auf dem Campingplatz. Den Dienstag habe ich genutzt, um mir den See noch mal gerade anzuschauen und mal zu gucken, wie es aktuell aussieht, wie viele Angler da sind und ob man irgendwas hört von Fischen, ob man Fische vielleicht sogar sieht. Das ist zwar im Sommer jetzt nicht so häufig der Fall, aber man weiß ja nie. Ich fische jetzt hier im Nordarm und habe mir da also einen Platz rausgesucht und werde jetzt, habe dann gestern Abend auch ein bisschen angefüttert. Ist natürlich immer ein bisschen riskant. Am Cassien weiß man nie, ob noch irgendjemand füttert und wo und was und wie viel Futter und so. Man muss einfach überlegen und sich einen Plan machen und dann einfach dabei bleiben oder den umwerfen oder man muss es einfach ausprobieren. Es ist im Sommer sehr schwierig, hier Fische zu fangen und man muss eigentlich eher davon ausgehen, dass man keine Fische fangen wird. Aber natürlich trotzdem Vollgas geben, das ist das Beste. Wir sind jetzt hier, es ist jetzt schon sehr spät, es ist 10 vor 12 und wie gesagt, ich bin eigentlich eher hier zum Urlaub machen und so viel Angeln wie möglich mit reinzupacken. Ja, ich bin da auch sehr dankbar, dass meine Partnerin ist da sehr verständnisvoll und die hat sich das auch schon gedacht, bevor wir hier angereist sind, dass es viel geangelt wird, also viel dafür, dass es ein Urlaub ist und genau. Ja gut, schauen wir mal, was so geht. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Es ist immer richtig aufregend hier für mich am See. Und ich liebe den See einfach, weil er so schön ist und ja, weil man so schön Urlaub machen kann auch. Und trotzdem die Chance hat auf richtig dicke Fische. Also es gibt hier immer noch sehr große Fische. Und ich bin mal gespannt. Vielleicht habe ich ja mal Glück. Im Sommer muss ich sagen, war ich immer nicht so sehr erfolgreich, also erwartet nicht so viel. Ja, wäre schon fast zufrieden, wenn Wels geht oder so, aber wir werden sehen. So, jetzt verbinde ich mich gerade mit meinem Echolot, mit meinem Deeper. Da habe ich mir meine Plätze drauf markiert, da fahre ich jetzt hin und dann werden wir mal schauen, ob ich die Plätze auch finde, aber normalerweise schon. Ich habe mir die eingespeichert. Kann eigentlich nicht viel schief gehen. Außerdem würde ich die sogar ohne wahrscheinlich direkt finden. So, ich bin jetzt an meinem Spot angekommen. Ich habe hier ungefähr 9 Meter Wassertiefe. Und wenn ihr das nicht gewohnt seid, im Sommer an so großen großen Stauseen zu fischen, wundert ihr euch vielleicht über die Tiefen, aber das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass sich dort Fische aufhalten. Und wenn man mit dem Echolot in der Gegend rumfährt, sieht man auch viele Fischschwärme, die sich genau in den Tiefen aufhalten. Und das ist ein ganz gutes Zeichen dafür, um zu wissen, wo sich auch die anderen Friedfische aufhalten, nämlich die Karpfen. So, jetzt lasse ich gleich meine Steinmontage runter. Ich bin jetzt genau auf meinem Spot. Jetzt habe ich nur relativ starken Wind. Ich mache das jetzt so, dass ich schon mal ein paar Beulis reinwerfe und mich dann mit dem Wind über meinen Spot treiben lasse zu meiner Angelroute hin und dann dadurch habe ich dann schon die Schnur in der richtigen Drift. Ja, das ist ganz clever, muss ich jetzt mal zugeben und genau das versuche ich jetzt mir so einzurichten. Da paddle ich jetzt noch mal 2 Meter hoch über den Spot hinaus, den ich befischen möchte. So, jetzt drehe ich mein Boot seitlich zum Wind. Jetzt schaue ich noch mal. Ja, das habe ich genau auf meinem Echolot, sehe ich, wo meine Boilies reingefallen sind. Da stehe ich jetzt genau drüber. Genau hier möchte ich angeln. Was ich jetzt ganz gerne mache ist, ich kurbel jetzt ganz gerne rückwärts meinen Köder runter. Manche lassen das auch ganz gerne an der Hand runter. Ich mache es ganz gerne so. So, jetzt bin ich unten. Ich habe jetzt meinen Blei abgelassen, aber ich bin nicht so ganz zufrieden. Ich hole es jetzt noch mal hoch.
Der Boden ist hier sehr fest. Ich habe ungefähr 10 Meter Schlagschnur drauf. Würde ich euch auch nur empfehlen. Mindestens 10 Meter. Okay, jetzt habe ich es wieder hochgeholt. Einfach nur um zu schauen, wie das runtergeht und hochkommt. Ich habe keine Verhedderung, es ist alles in Ordnung. Wenn es so am Grund ankäme, wäre ich zufrieden. Okay, jetzt gehe ich nochmal an den Spot, wobei ich eigentlich genau da bin, wo ich angeln möchte. Das heißt also, jetzt gilt's. So, das hat mir jetzt sehr gut gefallen. Also jetzt habe ich perfekt die Route abgelassen und jetzt füttere ich mir hier noch Jetzt schaue ich gerade noch mal, also habe ich immer noch 8 Meter. Jetzt füttere ich hier mir noch ein paar Hände Boilies hin. Viele sagen ja am Cassienne immer nur 1, 2 Boilies dazu, aber ich mache das jetzt anders. Das sind auch nur Karpfen, weil wenn die meine geilen Pillen finden, dann kriegen die richtig Hunger. Das weiß ich genau. Wenn die diese leckeren Murmeln sehen, sage ich euch, dann kriegen die richtig Hunger. Und dann ist denen scheißegal, ob die hier am Kassieren sind oder nicht. Die wollen Futter. So, jetzt muss ich gleich meine Routen dann ans Land fahren. Ihr müsst beim Ablegen aufpassen, dass zu keinem Zeitpunkt ihr Druck auf die Montage ausübt. Es darf auf gar keinen Fall passieren, dass ihr eure Routen verzieht. Stellt euch vor, ihr verzieht eure Routen und euer Haken fängt sich vielleicht ein in einem Stein oder sowas. Das wäre die Hölle. Stumpfer Haken am Angelplatz, einziger Biss vielleicht in der ganzen Woche, verkackt. Das will keiner. Also ich möchte das nicht, keine Ahnung, ob ihr da drauf steht. Vielleicht seid ihr irgendwie Leute, die das gerne machen, aber ich nicht. So, das war's jetzt. Und jetzt zurück am Platz. Ja, wenn man sich so die Routen ablegt, dann sieht man sich vor allem auf höhere Distanz oder größere Distanzen, gibt es meistens einen Schnurbogen in die Schnur rein. Und den dürft ihr auf gar keinen Fall hektisch oder kurbelnd wieder nachspannen, weil ihr sonst euren Köder verzieht. Vor allem, wenn ihr geflochtene Schnüre fischt, was man ja oft macht, wenn man auf größere Distanzen angelt. Dann besteht eine sehr große Gefahr, dass ihr euren Köder verzieht, eure Montage beim Nachspannen. Ich würde deshalb euch raten, das also nur über das Gewicht des Hängers oder des Swingers zu machen. Ja, ich habe jetzt hier ein bisschen größeres Gewicht noch dran geschraubt, weil ich auf einfach ein bisschen größere Distanz angel. Aber ihr seht, ich lasse mir jetzt richtig viel Zeit. Macht es nicht hektisch. Das kann ich euch grundsätzlich empfehlen, aber vor allem, wenn man auf größere Distanzen mit geflochtenen Schnüren fischt,
So, jetzt sieht es ganz gut aus. Jetzt mache ich mal meine andere Route fertig. Als Stein würde ich euch empfehlen, so ein bisschen flachen zu nehmen, der dann, wenn er auf dem Grund ist, auch flach da liegt, entweder so rum oder so rum. Und den Wirbel würde ich euch empfehlen, hier an den Rand zu montieren, sodass der Haken auf gar keinen Fall hier oben irgendwie so runter steht, die Schnur von eurem. Ich mache das so, dass ich jetzt zuerst eine Schlaufe ziehe und dann mache ich hier, ich glaube, das ist ein Grinnerknoten, müsst ihr so eine Schlaufe ziehen, legen und dann hier 6-mal durchgehen. Dann zieht ihr die Schlaufe fest. Als nächstes schlauft ihr den Stein hier so ein. Dann könnt ihr den Knoten an den Stein festziehen. So. Das Ende könnt ihr abschneiden, wenn ihr wollt. Und hier knote ich jetzt den Wirbel an. Da braucht ihr jetzt keinen aufregenden Knoten machen. Ich knote das jetzt hier einfach mehrfach fest mit einem Überhandknoten, mehreren. Und dann ist es fertig. Und dann hängt der Wirbel hier schön an der Seite und euer Rig kann nachher hier da dran liegen. Und wie ihr jetzt schön sehen könnt, habe ich hier den Wirbel ungefähr in der Mitte von der Stein seitlich montiert. Und das Rig kann jetzt hier schön unten oder oben liegen, je nachdem wie rum der Stein liegt. Und hat immer genug Spiel, sodass das Vorfach auch schön wirklich auf dem Grund liegt. Das ist mir bei so einer Montage sehr wichtig. Und gleichzeitig habt ihr einen schönen schweren Stein, den ihr beim Ablegen, auf den ihr euch verlassen könnt, dass ihr das nicht verzieht, die Montage. So, hier in Frankreich darf man mit 4 Ruten fischen. Also hier am Saint-Cassien auf jeden Fall. Und deshalb lege ich jetzt gerade nochmal 2 Ruten ab. Ich werde jetzt hier eine Route ganz ufernah ablegen. Guckt da gerade auf mein Echolot drauf. Also hier läuft so eine Spitze raus und ich möchte die Route gerne von meiner Sicht aus hinter die Spitze legen, so dass sich meine Schlagschnur auf den Hügel der Spitze legt und dadurch ist weniger Schnur im Freiwasser. Ja, wenn ihr Erhebungen befischt, würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Dass sich die Schnur auf den Erdhügel legt, sozusagen. So, jetzt bin ich sozusagen hinter der Spitze und das Wasser fällt jetzt wieder ab auf 4 Meter. Außerdem bläst da der Wind drauf, was es aus meiner Sicht einen sehr zu einem attraktiven Spot macht. Also ich fische hier nicht nur Safety Boat Rigs, ich fische auch jetzt hier auch so ein Inline-Blei. Hier in der Montage habe ich nicht viel verändert, außer dass ich einen pinken Mop-Up-Maisgarn habe. Aber ja, das ist ein 170 Gramm Inline-Blei, das ist ein ganz schön schweres Teil. Wenn ihr ablegt, würde ich immer lieber ein bisschen schwerer fischen, so dann habt ihr weniger Probleme mit dem Verziehen eurer Montagen. Ich bin jetzt hier in einem Bereich, hier habe ich ein bisschen Unterwasserpflanzen. Ich bin hier bei ungefähr 4,5 bis 5 Meter lege ich die Route ab. Der Wind, den wir hier immer tagsüber haben, der baut sich über den gesamten Nordarm auf. Und hier werden die Strömungen dann auf den anderen Seiten gebrochen und hier wird das Wasser ans Ufer gedrückt. Hier fische ich vor diesem Ufer entlang. Also ich hoffe dann hier jetzt einfach mal, dass ein Fisch sich hier aufhält und vor den Unterwasserpflanzen in dem auflandigen Wind sich zum Fressen animiert fühlt. Ist zwar mitten am Tag, aber man kann am Cassien schon auch mitten am Tag Fische fangen. Deswegen,
Warum nicht? Das mache ich jetzt mal und dann sehen wir weiter. Also ihr müsst unbedingt auch dann euer Boot schon vorbereiten. Kescher sollte drin sein. Und wenn ihr richtig weit abgelegt habt, sagen wir mal so 150, 200 Meter, und auch sonst wäre es ideal, wenn ihr eure Abhackmatte mit im Boot hättet. Sonst müsst ihr den Fisch hinterher ziehen, das ist nicht so perfekt. Ja, da solltet ihr dran denken, weil hier im Cassien hat es überall, so wie hier auch, solche Steine im Wasser. Das ist alles voll von den Steinen. Und wenn ihr solche Steine, eure Schnur sich verfängt, dann habt ihr ohne Boot keine Chance. Und mit Boot und Schlagschnur kriegt ihr jeden Fisch. So, es ist jetzt 20 vor 19 Uhr, also 18:40 Uhr, und ich werde jetzt hier gleich die Routen einholen und dann werden wir an den Campingplatz zurückfahren. Wir wollen nämlich noch grillen. Genau. Und die Stimmung hier ist gerade richtig schön. Da könnte natürlich auch jeden Moment ein Fisch ablaufen. Aber das ist irgendwie immer so hier. Und klar, im Sommer hört man von den meisten Fängen in der Dämmerung oder eben dann kurz danach. Das heißt also, wenn man es hier sehr drauf ankommen lassen möchte, sollte man wirklich bis ins letzte Licht fischen und erst dann gehen. Ich meine, dann muss man ja gehen, man darf ja nur den Tag fischen, aber man hört immer wieder von richtig guten Fischen, die auch tagsüber gefangen werden. Also von daher nichts ist unmöglich und es lohnt sich immer. Für heute ist erstmal Schluss. Ich hole jetzt die Routen rein. Die muss man leider, wenn man hier fischt, meistens auch mit dem Boot abholen, einfach nur um zu vermeiden, dass sich die schweren Gewichte am Boden festhängen und man dann eben die Montagen verliert. Deswegen, ich hole sie einfach immer direkt mit dem Boot ab. Ich fahre damit ganz gut. Und das mache ich jetzt. Dann muss man noch an den Campingplatz zurück. Das dauert dann auch noch mal eine Stunde oder so, bis alles wieder im Auto ist und wir an den Campingplatz gefahren sind. Und
Ich muss dann das ganze Zeug, den Hang hochschleppen und so. Das wird nochmal jetzt eine Tortur. Morgen weiß ich noch gar nicht, ob wir ins Wasser gehen. Vielleicht gehen wir morgen auch nach Gras oder so. Machen einen Ausflug. Mal sehen. Aber dann geht es weiter zum Karpfenangeln. Hallo, heute Tag 3 am Lac de Saint-Cassien und aber der zweite Tag auf dem Wasser. Und heute werde ich nur Spinnfischen, werde es aber jetzt nicht groß filmen, weil ja, wenn ich was fange, zeige ich euch das. Und ansonsten gibt es halt nichts so Besonderes. Und ich möchte jetzt auch nicht so viel filmen. Wir sind auch nur 2 Stunden auf dem Wasser ungefähr. Es hat hauptsächlich dazu gedient zu füttern. Und jetzt werde ich noch ein bisschen Spinnfischen. Das Wetter ist halt eigentlich richtig geil zum Karpfenangeln und auch so zum Angeln. Und ja, aber es war jetzt halt schon heute Morgen oder gestern Abend haben wir das schon so entschieden, dass wir heute nicht angeln oder nicht auf Karpfen angeln. Und deshalb lasse ich jetzt heute einfach mal die Fische fressen. Ich habe auf dem Echolot richtig viele Fischsignale gesehen über meinem Angelplatz und meinem Futterplatz. Und man wird sehen, ob das Karpfen sind, die da auch fressen oder ob das nur Welse, Weißfische sind oder Katzenwelse, irgendwas so Zeug. Es gibt ja alles Mögliche hier, von daher weiß man es eben nie so genau. Aber es ist schon mal ganz gut, dass auf dem Platz Aktivität ist und das freut mich. Und ich denke mal, morgen oder übermorgen werde ich dann auf dem Platz weiter angeln. Und dann wird man sehen, ob dabei was rauskommt oder nicht. So, guten Morgen. Heute ist Freitag und wir sind seit Montag da. Montagabend, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag habe ich gefüttert, Dienstag habe ich auf Karpfen geangelt und jetzt bin ich wieder da. Heute war ich sehr optimistisch, muss ich sagen, bis gestern, bis heute Morgen eigentlich, weil heute Regen angesagt war und bewölkt. Jetzt ist gerade strahlender Sonnenschein schon wieder. Und ich bin mir jetzt schon wieder nicht so sicher. Ich habe aber gestern beim Füttern unfassbar viele Fischsicheln gesehen auf meinem Futterplatz und bin sehr guter Dinge. Und wir werden jetzt mal sehen, ob da jetzt was geht oder nicht. Ja, wenn ihr so wie jetzt aufs Boot geht, macht nicht den Fehler, dass ihr nicht Ersatzsachen mitnehmt. Zum Beispiel, wenn ihr eure Route ablasst und ihr habt einen stumpfen Haken, braucht ihr auf jeden Fall hier so ein Hakenscharfset und auch die Ködernadel einfach mitnehmen, ein bisschen Zeug mitnehmen, dass ihr nicht immer hin und her rudern müsst, wenn irgendwas schief geht. So, ich fahre jetzt an den Platz, lege die erste Route ab. Es ist jetzt gerade mal 8:30 und ja, mal schauen. Die Stimmung ist schon geil, ein bisschen bewölkt ist schon, aber ich weiß jetzt nicht. Wir werden sehen. Ja, so fische ich hier. Ganz unspektakulär, aber effektiv. Es ist wichtig, dass man das Rig so fischt, dass es nicht verheddert werden kann, weil es viele Weißfische gibt und Katzenwälse und Krebse und so Zeug. Es muss immer scharf liegen, das Rig. Viele fischen jetzt zum Beispiel hier auf dem Hakenschenkel ganz gern den Ring, so ein Blowback-Ring. Oder eben, ja, oder manche knoten es an oder so Multi-Rig-Style. Ich fische auch oft ganz gern ohne irgendwas. Habe aber zum Beispiel vorgestern hier das Problem gehabt, dass ich so viele Kleinfischattacken hatte, dass dann mein Vorfach komplett verheddert war. Das sah dann ungefähr so aus. Und hier hing dann so das Boilie dran. Und dass das dann nicht mehr effektiv ist, ist ja irgendwie klar. Es gibt aber eine ganz einfache Methode, das sozusagen weißfischsicher zu machen. Dazu braucht ihr einfach nur so einen kleinen Silikonschlauch. So einen, wie ich ihn jetzt hier auf einer Ködernadel aufgezogen habe. Und den zieht ihr auf euer Haar drauf.
Das könnt ihr auch mit so einer Beulenadel machen. Allerdings muss man da ein bisschen tricksen, das so geschafft. Jetzt habt ihr es da drauf und jetzt müsst ihr so mit dem Haken so aufspießen. Dabei sollt ihr aufpassen, dass euer Haar nicht beschädigt. Mit ein bisschen Übung kriegt ihr das aber hin. Voila. So, jetzt habe ich es komplett versaut. Deswegen mache ich es jetzt einfach nochmal. So, und dieser kleine Silikonschlauch, der reicht jetzt schon aus, damit euer Haar sich nicht mehr so leicht verdrehen kann. Ist auch im Fluss übrigens eine sehr gute Methode, wenn ihr viele Döbelattacken habt. Auch ein Tipp, ihr nehmt diese langen Beulestopper, die kann man so richtig krass in den Kunststoffmaiskorn rein buxieren und dieses Kunststoffmaiskorn wird niemals euch irgendeinen Weißfisch abziehen können. Und jetzt habt ihr auf jeden Fall einen Rig, so, habt ihr auf jeden Fall einen Rig, das unfassbar Weißfisch und Krebs und Grundelresistent ist und auch Döbelresistent ist. Und ich würde euch an eurer Stelle raten, auch das Haar so durchzuziehen, dass es hier so nicht hinten am Hakenschenkel liegt, so, sondern dass es durchzieht, weil dann wisst ihr auch wenigstens, wie lang euer Haar wirklich ist. So, Fisch ist jetzt, los geht's.